Zurzeit reden wieder alle von einem möglichen EU-Vermögensregister und realisieren dabei vielfach nicht, dass unser südlicher Nachbar, nämlich die Schweiz, schon sehr lange Vermögensdaten aufzeichnet seiner Bürger. Mit dieser Tatsache wollen wir uns einmal in diesem Video beschäftigen. Ich habe neulich mal wieder ein bizarres YouTube-Video gesehen. Hier wurde einer der bekannten deutschen YouTube-Persönlichkeiten befragt, hier zur AMLA und zu einem möglichen Vermögensregister. Und man hat dann hier stundenlang schwadroniert zu diesem Thema. Und das, obwohl es ja kein EU-Vermögensregister geben wird. Ja, ich habe das ja hier schon mehrfach in vielen Videos veröffentlicht. Die EU hat entschieden, kein Vermögensregister einzuführen. Aber es ist immer ein wunderbares Thema, um hier Aufmerksamkeit zu erregen, um Panik zu verursachen und um dann natürlich viele Klicks und viele Views auf YouTube zu bekommen. Also, wenn dich das interessiert, dann durchsuche einfach unseren Kanal nach Vermögensregister. Wie gesagt, wir haben ja schon einige Videos dazu veröffentlicht. Die EU hat sich ganz klar dazu entschieden, kein Vermögensregister einzuführen. Jedenfalls bisher nicht. Vielleicht wird das irgendwann kommen, aber die AMLA wird kein Vermögensregister betreiben. Die AMLA kümmert sich auch nicht um natürliche Personen. Das heißt also, diese Überwachung der AMLA wird nicht passieren. In diesem von mir erwähnten bizarren YouTube-Video schwenkte dann die Unterhaltung auf die Schweiz um, nämlich dieser YouTube-Promi war vor kurzem in die Schweiz umgezogen und dann redet man wieder stundenlang darüber, wie wundervoll die Schweiz ist, hier eine Insel der Seligen, ein Hort der Freiheit etc. pp. Man hat in keinster Weise erwähnt, und das finde ich ja so intellektuell unehrlich und ehrlich gesagt auch total bescheuert, man hat in keinster Weise erwähnt, dass die Schweiz schon sehr lange Vermögensdaten ihrer Bürger in aller Genauigkeit erfasst, also im Grunde genommen Vermögensregister führt. Denn in der Schweiz gibt es seit dem Spätmittelalter eine Vermögenssteuer. Tatsächlich war die Schweizer Vermögenssteuer die wichtigste Einnahmequelle der Schweizer Kantone, bis es dann eben zur Einkommenssteuer gab. Die Schweizer Vermögenssteuer ist sehr viel strenger zum Beispiel als die spanische Vermögenssteuer. Bei der spanischen Vermögenssteuer gibt es Freibeträge pro Person von 700.000 Euro und dann nochmal separat 300.000 Euro für das von dir bewohnte Eigenheim. In manchen Kantonen in der Schweiz, zum Beispiel im Kanton Basel-Land, beträgt der Freibetrag für die Vermögenssteuer 10.000 Franken. 10.000 Franken, das musst du dir mal vorstellen. Und wie detailliert hier Angaben gemacht werden zu deinem Vermögen, und die werden natürlich dann gespeichert hier vom Schweizer Staat, das ist ja völlig klar, wenigstens für 15 Jahre. Also man muss sagen, sie werden vom Kanton gespeichert, denn die Vermögensabgabe ist ja hier letztlich bei den Kantonen. Dort reicht man die Steuererklärung ein. Das heißt also, dort werden dann die Daten erfasst. Also in dem Sinne gibt es natürlich kein zentrales Vermögensregister in der Schweiz, aber immerhin, die Daten werden hier natürlich sehr detailliert erfasst. Welches Vermögen wird nun hier erfasst? Was muss man melden? Was fällt unter die Vermögensteuer? Bargeld, Lohnkonten, Bankguthaben, Postguthaben, Kryptowährungen, Wertpapiere, also Aktien, GmbH und Genossenschaftsanteile, Obligationen, Optionen etc., Anteile an Anlagefonds, private Darlehen, Hypothekarforderungen, rückkauffähige Kapitalversicherungen, zum Beispiel Lebensversicherungen und Rentenversicherungen, Grundstücke, Edelmetalle, Autos, Schiffe, Flugzeuge, Pferde, Viehbestand, Sammlungen, Briefmarken, Münzen, Kunstwerke etc., Kunst- und Schmuckgegenstände, Immobilien. Es ist also tatsächlich genauso detailliert oder noch detaillierter, was du hier deinem Heimatkanton in der Schweiz an Informationen zu deinem Vermögen abliefern musst. Es gibt praktisch keine steuerbefreiten Vermögenselemente, außer vielleicht ein Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände. So, also das heißt, hier muss man nun effektiv mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich meine, es widerstrebt mir ja auch im Grunde genommen jetzt die EU hier zu verteidigen und die AMLA, aber hier zu schwadronieren über irgendwelche nicht existenten Vermögensregister, die angeblich eingeführt werden sollen, nur um hier an YouTube Popularität zu gewinnen, das ist natürlich sehr zweifelhaft und stellt doch, muss ich sagen, die persönliche Integrität sehr in Frage. Vor allen Dingen, wenn man dann in einem Land wohnt, was ja genau diese soeben beklagte Praxis schon letztlich seit Hunderten von Jahren in aller Konsequenz und Gründlichkeit durchführt. So, ich finde natürlich trotzdem, dass die Schweiz ein interessanter Wohnort ist. Man muss natürlich sagen, die Vermögensteuer ist lästig, vor allen Dingen eben wegen der Erklärungspflichten. Man muss natürlich auch sagen, die Höhe der Vermögensteuer ist natürlich auch unterschiedlich von Kanton zu Kanton.
In den meisten Fällen ist sie jetzt gar nicht so hoch. Wir sprechen hier von Zahlen von weniger als 1%. Aber wie gesagt, du musst dann hier jedes Jahr auf dein gesamtes Vermögen diese Abgabe bezahlen. Die Idee dahinter ist, dass du nicht deine Substanz angreifen musst, um die Steuer zu bezahlen, sondern dass du eben aus Erträgen hier aus dieser Substanz die Steuer an den Staat abführen kannst. Ob das immer so funktioniert, vor allen Dingen, wenn du jetzt hier Vermögen hast, was jetzt keine Rendite abwirft, ich wage es zu bezweifeln. Ich bin natürlich gegen eine Vermögensteuer. Trotzdem ist die Schweiz natürlich ein interessanter Standort. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass jetzt hier der Schweizer Staat hier diese Datenmacht, die er hat, die Datenfülle, über die er verfügt, diese hier missbraucht. Also das würde ich natürlich nicht sagen, wenn ich das der EU immer unterstellen würde. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir wissen ja, die Schweiz entwickelt sich auch immer mehr in die falsche Richtung, leider. Nicht so schnell wie Deutschland, mit einiger Verzögerung vielleicht. Manche sagen 10 Jahre Verzögerung. Aber wer weiß, zu was sich der Schweizer Staat mal hier entschließt hinsichtlich der Daten, die nun einmal vorliegen. Also ich habe es schon gesagt, die Schweizer Kantone heben die Daten 15 Jahre auf. Es wäre jetzt nicht besonders schwierig, diese zu einer Datenbank zusammenzufassen, wenn man das wirklich wollte. Ob der Schweizer Staat daran Interesse hat, momentan sicherlich nicht. Aber wenn es Kräfte gibt, die danach rufen, könnte ich es mir durchaus vorstellen. So, für dich wichtig hinsichtlich EU-Vermögensregister, es wird keines geben, jedenfalls bisher nicht. Wir werden sehen, was in Zukunft kommt. Für dich ebenfalls wichtig, wenn du planst, in die Schweiz umzuziehen, dann sollte die Vermögensteuer bei dir auf dem Radar sein. Übrigens ein anderer Punkt, selbst wenn du vermögend bist, selbst wenn du Privatier bist und jetzt keine Erwerbstätigkeit hast, musst du dann auch noch AHV bezahlen auf dein Vermögen, also Sozialabgaben. Jedenfalls, wenn du das Rentenalter noch nicht erreicht hast. Ja, auch das meiner Meinung nach sehr problematisch in der Schweiz. Also du zahlst nicht nur Vermögenssteuer auf dein Vermögen, du zahlst auch Sozialabgaben. Ja, also auch hier gibt es natürlich bestimmte Grenzen. Also das Ganze ist begrenzt auf maximal 25.000 Franken pro Jahr. Aber immerhin, ja, also auch das finde ich natürlich lästig. Auch das muss man wissen, wenn man in die Schweiz als Privatier umzieht und hier hauptsächlich vom Vermögen lebt. Nochmal, ich habe selbst in der Schweiz gelebt. Ich fand es toll dort. Ich bin immer noch gerne in der Schweiz. Ich möchte dich jetzt nicht entmutigen, wenn du planst, in die Schweiz umzuziehen. Ich will dir nur sagen, du musst dich damit auseinandersetzen, bevor du umziehst. Nicht, dass du böse Überraschungen erlebst. Wir haben schon Mandanten kennengelernt, die einfach so in die Schweiz umgezogen sind, ohne sich viel Gedanken dazu zu machen. Und dann kam auf einmal dann hier der Hammer. Vermögensteuer, AHV auf das Vermögen. Das wollte man dann doch nicht bezahlen. Dann ist man doch in die Schweiz umgezogen, hat die Immobilie wieder aufgegeben und hat jede Menge Kosten gehabt, ohne dass man dann am Ende hier einen Vorteil hatte. Dieses Szenario solltest du natürlich vermeiden. Wenn auch du vorhast, in die Schweiz umzuziehen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Umzug ins Ausland, in die Schweiz und andere interessante Länder, Steueroptimierung im Ausland, Schutz von Vermögen, auch vor dem Staat. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.